Guten Tag. Unser Thema heute geht es um Lambda. Lambda ist mein Lieblingsthema und gefällt mir auch sehr. Ich habe jetzt 3 Aufgaben von letzten Klausuren vorbereitet und lösen wir zusammen die Aufgabe. Die erste Aufgabe gehört zum 2018 und in dieser Aufgabe, es ist auch 10 Punkte, das ist sehr wichtig. Und erstmal haben wir eine bei Lambda haben wir mindestens ein Interface und in unserem Interface, die Funkt heißt, ist auch Integer, Apply und dann hat 4 Eingaben, P1, P2, P3, P4 als Integer und dann ein Class Data. In Class Data gibt es ein Private Integer eValues. eValues ist ein Integer Array. Und dann Public, jetzt sollen wir konstruieren die Public Class Data mit Public Data Integer P. Die Eingabe ist P als Array, Integer Array. Und dann jetzt P kommt in eValues. eValues ist hier deklariert. Und dann Public Integer Action ist unsere Methode. Hat 2 Eingaben. Einmal Integer x, einmal func f. Aber func ist unsere Interface. Und f ist unsere jetzt Interface. In die Methode gibt es auch ein Result als Integer gleich 0 und dann for. Ein Vorschleife. Vorschleife i gleich 0, i kleiner eValues.length. eValues ist unsere Array, beliebiges Array und der Length von beliebiges Array und i++. Dann Result wird f, f ist func, unsere func oder Interface. Apply. x, i, eValues, i, inzwischen eckige Klammer und Result. x ist P1, i ist P2, eValues i P3, Result P4. Dann x ist unsere x hier. Und dann, das heißt P1 ist diese x. I, P2. P2 ist i. I ist hier. Und i zählt unsere Positions oder Indizes. eValues i, P3 ist der Inhalt. Und Result. Result ist unsere, jetzt ist 0, aber müssen wir bestimmt in die Aufgabe rechnen, wie zum Beispiel die Anzahl, die Summe, die solche Sachen müssen wir einfach rechnen. Und dann Return Result. Und Result ist P4. Okay, jetzt die Aufgabe. Ergänzen Sie Argumente der Art, dass der Aufruf von Action die Anzahl derjenigen Elemente im Feld eValue zurückgibt, deren Wert ungleich einem Wert w ist. W ist. Unsere w ist beliebige Zahl und dann w ist x oder P1. Gibt es kein solches Element, soll 0 zurückgegeben werden. Jetzt schreiben wir die Punkt Action. Action ist unsere Methode. Und aber d. Ich habe die Klasse Data so geschrieben, unsere Interface und jetzt Test. Test, Klasse Test und eine Void Main Test und Public Static Void Test und ich habe ein Array deklariert, das heißt P. In Data hier P, die Eingabe. Und Data D. D ist eine von Klasse eine New Data von Klasse Data und dann die Array. Die R ist eValues. Diese Zeile ist, das heißt P. Hier die Eingabe und eValues Integer Array.
und kommt hier. Und dann können wir probieren und gucken wir, wie unsere Ausgabe ist. Okay, bei erster Aufgabe so gibt deren Wert ungleich einem Wert w ist. Gibt es keine solche Element, 0 sollen wir kriegen, aber die Anzahl derjenigen. Okay. Die Anzahl derjenigen. Der Punkt Act. Data. Bei mir ist Act. Ich habe hier Act geschrieben und dann soll ich auch hier bei Test Act schreiben. Aber bei der Aufgabe war Action, oder? Ja, Action. Aber ich habe Act. Oh, egal. Das ist nur einer. Act, dann Klammer auf und zu, dann erstmal P1. Weil in unserer Data, unsere Act hat zwei Eingaben. Integer x und func. Und müssen wir erstmal, wir rufen jetzt die Act auf. So, deshalb sollen wir erstmal die x schreiben. Aber x ist eine beliebige Zahl. Bei Klausur können wir einfach w schreiben, aber jetzt soll ich der ein Zahl schreiben, weil ich die Ausgabe kriegen will. Und zum Beispiel 4. Dann jetzt jetzt unsere f. F ist P1, P2, P3, P1, P2, P3 und P4. So, dann so. P3 ungleich P1. P1 ist x, bei mir jetzt P1 ist 4. P3 ist die Inhalte, die Elemente. Und wenn schreiben wir so P3 ungleich P1, if, können wir auch bei if-Bedingung so aufschreiben. Dann P3 ungleich P1, dann wird P4. P4 ist Result plus 1, der Anzahl. Sollen wir die Anzahl bekommen. Sonst oder else P4. P4 ist 0. Result am Anfang ist hier Result 0. Result ist P4. Jetzt und so. Und dann, wenn P3 ungleiche P1, wie viele Elemente haben wir, die ungleiche P1 oder W sind? 1, 2, 3. Bestimmt, wenn wir keine Elemente haben, kriegen wir 0. Und dann bei der zweiten B. Ergänzen Sie Argumente der Art, dass der Aufruf von Action den Wert aus dem Feld eValue zurückgibt. Das am Index W steht. Ist W kein gültiger Index, soll 0 zurückgegeben werden. Und sollen wir welche Elemente auf die Index W steht. Das ist auch einfach. Und noch einmal der Punkt Act, Klammer auf und zu. Bei mir zum Beispiel, jetzt schreibe ich noch einmal 4. Dann P1, P2, P3, P4. Dann P1 gleich
P3, Entschuldigung, P2. Index I bei uns, I ist P2. Hier, diese Aufgabe, P2, I. Wenn X und Y gleich sind. P1 und P2. P1 und P2 gleich. Und dann wird P3. Der Inhalt müssen wir schreiben, sonst P4 oder einfach 0 können wir auch schreiben. Und jetzt bei uns ist 4, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Und schreibe ich auch hier 21 und muss 2 bekommen. Ja, richtig. Und die nächste C, Aufruf von Action den Wert 1 zurückgibt, wenn im Feld jeweils der Werte W mindestens einmal vorkommt. Mindestens einmal vorkommt. Kommt W nicht vor, soll 0 zurückgegeben werden. Muss einmal vorkommen, sonst 0 sollen wir bekommen. Noch einmal der Punkt Act. Dann zum Beispiel will ich jetzt schreiben wir 30, will ich 0 bekommen. Und dann P1, P2, P3, P4. Dann P3 gleich der Inhalt gleich P1x. Dann wird 1 sonst P4 oder 0, egal. Ja, P0 oder P4 kann man auch schreiben. Oder hier auch können wir ja, 1 ist besser. Und jetzt müssen wir 0 bekommen, weil 30 ist, es gibt keine 30 in unserer Array. Und ja, 0. Aber wenn ich hier schreibe zum Beispiel 2 oder 4 mindestens einmal. Jetzt bei 4 ist 3 mal, aber müssen auch 1 bekommen. Bestimmt, ja, 1. Und die letzte, ergänzen Sie Argumente der Art, dass der Aufruf von Action den Wert aus dem Feld eValues zurückgibt, der am Index eValues.length minus 1 erstellt. Das heißt, die letzten Elemente. Bei die letzten Elemente, das ist ganz einfach und wir müssen immer so schreiben, der Punkt. Oh, Act 4 zum Beispiel, dann P1, P2, P3, P4. Einfach müssen wir hier P3 schreiben. P3 ist die letzte Elemente, weil die I in Vorschleife läuft bis zum Ende und dann kriegen wir jetzt die letzten Elemente. Unsere letzte Elemente ist 40 und dann jetzt müssen wir 40 bekommen. Ja, 40. Okay. Jetzt die zweite Aufgabe. Die zweite Aufgabe ist die, bei mir, ich denke, das ist die schwierigste Klausur und das war von 2021 und es gibt so viele Punkte und Hinweise und man kann so viel auf die solche Sache achten. Und jetzt 2021. Ja. Und ich habe nur leider die Aufgaben und ich habe keine, momentan habe ich keine, die Methode, Klasse und so, aber zum Glück, ich habe die Methode vor hier
geschrieben. Und diese Aufgabe hat zwei Interface. Einmal Interface int Function, Integer Apply, int x und int epsilon. Zwei Integer Apply, zwei Integer x und epsilon. Und einmal Interface Bool Function. Das ist Boolean Apply, Integer x und Boolean b. Und die Data ist so, Public Class Data, Private Integer Values und dann iv. iv ist unsere Integer Values und dann jetzt zwei Methoden. Erstmal Public Boolean Test benutzt die Boolean Interface f und dann einmal eine Boolean einfach in it. Und dann in it und in dieser Klasse, in der Methode ein Check deklariert und in it ist unser Check und dann mit einer for each Schleife Integer v und Boolean Function f hat ein Integer, eine Boolean. Integer v ist int values, unsere Array und Check ist f apply, unsere Boolean Interface, v ist Integer, Check ist Boolean und Return Check. Die andere Methode ist Public Integer Make, int Function f, int in it. Aber hier in dieser Methode in it ist Integer und Integer Function f. Inter Function hat zwei Integer als Eingabe x und epsilon und Integer Result ist in it. Und for noch einmal for each Integer Values kommt als v ist unsere Elemente, Result ist f apply, v ist x, epsilon ist Result und Return Result. Dann, ich habe auch einen Test, aber das ist nicht wichtig. Das ist unsere Array jetzt, wie letztes Aufgabe und dann die sind, ja. Und dann schreiben wir hier. Bei die erste, die Methode sizeIf. Methode sizeIf gibt die Länge von int values zurück. Die Länge. Falls int values mindestens einmal der Wert p enthält. Das ist nicht ganz lesbar, aber okay. Enthält in values nicht den Wert p, wird minus 1. Das heißt, wenn p mindestens einmal in unsere Array kommt, müssen wir die Länge bekommen. Sonst müssen wir minus 1. Wenn p gar nicht in unsere Array vorkommt, wir müssen minus 1 bekommen. Aber jetzt erstmal, okay, erstmal unsere Methode ist static integer size if data d und integer p. Size if data p und integer p. Jetzt ich interessiere mich erstmal eine Boolean deklarieren. Boolean a zum Beispiel wird jetzt ich will wissen, ob die p in unserer Array vorkommt oder nicht. P ist da. Okay, und dann a jetzt kommt oder nicht. Das heißt, ist false oder true. Wir müssen und deswegen habe ich eine a als Boolean deklariert. Und dann mit der Hilfe Methode Test. Der Punkt Test. Der Punkt Test. So. Und dann in Test. Erstmal. Die Bool Function hat x und b. X Integer, b Boolean.
dann x Integer gleich p. Unsere Integer, beliebiges Integer. Und gleich p, dann wie so, ungleich b. Jetzt erkläre ich euch, warum habe ich ungleich b hier geschrieben. Sonst b. Und okay, die Methode Test hat zwei Eingaben. Einmal Bool Function f, einmal Boolean init. Bool Function hat zwei Eingaben, x und b. Aber b oder check hier, check ist unsere b. Und b wird init. Aber wir müssen deklarieren, init ist, wir wissen jetzt nicht, das ist nur ein Boolean. Und wir wissen nicht, init ist false oder true. Aber müssen wir jetzt deklarieren, init ist false oder true. Und dann schreibe ich hier, der Test hat zwei, das ist erstmal die, bis hier, Bool Function f. Und jetzt muss ich schreiben, ich gehe davon aus, die Methode ist immer false. Das heißt, init ist immer false. Aber wenn x gleich p wird, muss true sein. False und false mal false wird true. Und da hier ist nicht b. Ist auch nicht b. Nicht wird true. Und dann kriegen wir jetzt true. Wenn x gleich p, nicht b mal false wird true. Und sonst b. b ist false. b ist hier check. Check ist false. Okay, dann jetzt. Und jetzt schreibe ich if a. Das heißt, wenn wir können auch hier alle die Zeile, alle hier schreiben als und schreiben wir nicht Boolean a gleich so, sondern schreiben wir einfach der Punkt Test in diese Klammer. Aber ich wollte euch mehr erklären. Und dann schreiben wir if a, das heißt if a true ist, dann jetzt return der Punkt jetzt mit der Hilfeklasse Methode make, der Klammer auf und zu, und wieder hat x und epsilon, die Anzahl. Epsilon war die Result, x plus epsilon. Und, aber das ist auch sehr wichtig. Bei der letzten Methode, letzte Aufgabe, wir hatten schon in Data hier Result, Inter Result gleich 0. Aber in dieser Aufgabe, wir haben keine solche Sache. Und in Make, es gibt keine, nur init. Aber wir wissen nicht, ob init 0 ist oder welche Zahl ist. Wir wissen nicht, nur wir wissen, init ist ein Integer. Aber müssen wir jetzt, die Methode make hat zwei Eingaben. Erstmal unsere Interface ist da, unsere Interface. Und dann müssen wir hier auch schreiben, init. Und schreiben wir einfach 0. Init ist 0. Und dann y, epsilon wird 0. Und else, jetzt, wenn a false ist, einfach return -1. Und dann fertig. Zum Beispiel jetzt und unsere Aufgabe P wird 16.
Und dann wir haben in unserer Array einmal 16. Und die Länge müssen wir bekommen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ja. Und die nächste war da. Jetzt stellen Sie Methode a static boolean contains if data d integer p. Die Methode contains if gibt true zurück, falls alle int values enthaltenen Werte größer als p sind und mindestens eine dieser Werte größer als 2p ist. Sonst wird falsch zurückgegeben. Okay, die Inhalte größer als p und mindestens eine dieser Werte muss größer als 2p ist. Ein größer als 2p. Sonst wird falsch. Mindestens. Okay. Die Methode ist nicht so schwierig. Und schreiben wir erstmal return einfach d.test muss true oder false bekommen. Und dann einfach schreiben, können wir so schreiben d erstmal Punkt test muss größer als p sein. Erstmal muss größer als p sein. Und schreiben wir x und b, dann x größer als p, dann b sonst ungleich b. Jetzt, jetzt will ich bei dieser Methode in it als true deklarieren. True. So. Jetzt und einmal und mindestens ein Element größer als 2p sein. Und d. Make jetzt. Und dann wir haben x und epsilon. X und epsilon 2 mal p ein plus epsilon oder epsilon ist auch 0 in it. Ne? Und jetzt, wir müssen so schreiben, alles mindestens größer als 0 wird. Das heißt, einmal größer als 2p. Und wenn 2p wird 1 und dann größer als 0. Und das heißt, Result wird jetzt größer als 0 und 1, 2, 3 größer als 0, mindestens. Und wenn sagt genau einmal, und dann können wir hier schreiben, gleich 1. Aber bei dieser Aufgabe jetzt mindestens einmal, das heißt größer als 0. Dann so. Hier, ich habe einen Fehler. Ja, x. Ja. Ich habe vergessen, x größer als, wenn x größer als 2p wird, dann, if x größer als 2p, dann 1 plus epsilon, Result wird einmal hoch, sonst 0. Und dann muss alle die Result größer als 0 sein. Dann die Return wird true, sonst falsch.
Und erstmal als Comment. Es gibt jetzt eine größer als Swipe 25 ist 12. Ja. Und ja, true. Und wenn es zum Beispiel 13, wir haben keine und muss falsch bekommen. Ja, richtig. Und dann die letzte, die letzte, die Methode multiply f, data d und int_limit. Der Multiply gibt das Produkt aller Werte aus int_values zurück, falls die Länge von int_values kleiner als Limit ist. Das ist auch einfach. Produkt bedeutet Multiple. Und dann, wir müssen so schreiben. If der Punkt make von der Methode make, dann Methode make hat x und epsilon, dann 1 plus epsilon, 1 plus epsilon, die Länge. Und epsilon ist als Result und Result ist 0. Und wenn if die kleiner als Limit, die Länge kleiner als Limit wird, dann was passiert? Return noch einmal die Punkt make, aber jetzt Produkt x und epsilon, dann einfach x mal epsilon. Die Produkte, alle die Elemente muss miteinander multiplizieren, aber wir müssen auch darauf achten, wir können nicht hier schreiben 0 und kriegen wir, unsere Aufgabe wird 0. Hier ist Multiple und Multiple muss 1 sein. Und jetzt ist richtig. Und dann sonst return 0. Wenn größer als Limit wird. Return 0. Und dann Test. Jetzt ist 1. Und bei 1, jetzt ist 1, 0 bekommen. Aber die Länge muss kleiner als 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zum Beispiel schreiben 10. Kleiner als Limit. Und die Multiple. So. Und jetzt die letzte Aufgabe. Die letzte Aufgabe gehört zum 2019. Und in dieser Aufgabe haben wir eine Interface, zwei Interface. Eine Interface, nur eine Integer apply und die zweite hat zwei Integer in Eingabe als Integer x und epsilon. Eine Data noch einmal, so intervalues p und Klasse act, Methode act, Entschuldigung. Methode act hat zwei Eingaben, einmal int_func, einmal int_func. Einmal die erste Interface, die zweite ist die andere Interface, die zweite Interface. Und der Result ist nur hier, es ist deklariert hier, Result ist nur, aber in der letzten Aufgabe, es hat
gar nicht deklariert, wie die Result ist, nur Integer Result gleich init. Und deswegen sollten wir immer schreiben, wie ist jetzt unser Result, 0, 1, 2 oder was. Und dann aber die Punkte ist sehr wichtig hier, Integer i gleich f_apply. f_apply ist hier die erste Integer, Interface, minus 1. X ist minus 1. Und dann hier, es ist geschrieben, weil i größer gleich 0 und i kleiner i values leer, dann result g.apply i values i und result g apply i values x und result wird epsilon. Aber hier bei die int i x ist minus 1 und es ist sehr wichtig, x wird minus 1 und int i wird minus 1. Aber Weichschleife funktioniert, wann i größer gleich 0 ist. Sonst funktioniert nicht und kommen wir sofort in Return Result und kriegen wir falsche Ausgabe und müssen wir darauf achten. Jetzt ergänzen Sie die Argumente der Art, dass der Aufruf von ACK die Summe der Werte des Felds i-Values zurückgibt, die an ungeraden Indizes stehen. Ungerade. Hat i-Values weniger als 2 Elemente, dann wird 0 zurückgegeben. Die Aufgabe, ich habe so deklariert, ja, das ist so, unser Test ist so und dann jetzt. Das ist unsere Array und muss mehr als 2 Elemente auch dabei haben. Okay, jetzt schreiben wir so. D.act, Klammer auf und zu. Dann erstmal die erste Eingabe war die erste Interface. Und erste Interface hat nur ein Elemente. Und dann schreiben wir ungerade. Das heißt Modul 2 und gleich 0. Dann x plus 2. Warum x plus 2? X ist minus 1. X ist minus 1. Hier minus 1. Und dann sollen wir x plus 2 schreiben. X ist minus 1. Minus 1 plus 2 wird 1. Wir brauchen auch die ungerade Indizes. Und 0, das heißt 1, 3, 5 und so weiter. Und wenn ich hier schreibe x plus 2, das heißt 2 plus minus 1, 1. Dann die nächste wird 3, 5 und so weiter. Sonst x plus 1. Jetzt x plus 1, das heißt 0. 1 minus 1 wird 0. Und dann die jetzt zweite Eingabe war die andere Interface x und Epsilon. Einfach die Summe x plus Epsilon. Einfach die Summe. Und dann minus 1. Und die zweite, die Summe, ja. Die zweite Aufruf der Anzahl jetzt der Elemente des Felds i-Value zurückgibt, an denen positive Werte stehen. Positive Anzahl. Wie viele positive Werte haben wir? Und schreiben wir so. D.act. Erstmal x. Müssen wir x
mindestens, es muss x mit 0 sein, dann kommt in Weichschleife, sonst geht nicht. Und deswegen sollen wir x plus 1 bei die zweite, jetzt die Weichschleife funktioniert und dann die nächste x und Epsilon, dann x und Epsilon, x größer positiv sein. Positiv sein, das heißt, zum Beispiel, ich sage, 0 ist auch wie positive Zahl. Und schreibe x größer gleich 0. Wenn 0 nicht positiv, und dann müssen wir ohne gleich schreiben. Aber ich gehe davon aus, 0 ist auch positiv. Dann 1 plus Epsilon, sonst Epsilon. Ja, das ist so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, ja, richtig. Und die nächste C. Aufruf der Wert, letzte Element des Felds. Letzte Element, das ist einfach x. Der Punkt Act. Erstmal müssen wir x deklarieren, x, aber muss in Weichschleife kommt. Deswegen schreiben wir x plus 1. Und die nächste x und Epsilon Interface ist x und Epsilon. Dann einfach x. Weil Epsilon unser Result ist, x der Elemente. Und einfach so. Und ist 1. Und schreibe ich zum Beispiel hier 11 und müssen wir jetzt 11 bekommen. 11. Und die letzte. Die letzte ist ein bisschen Herausforderung und dann muss ein bisschen darauf denken, wie funktioniert. Aber das ist einfach. Die Summe ersten 11 Werte des Feldes i-Values zurückgibt, hat i-Values weniger als 11 Elemente, wird die Summe aller Werte zurückgeben. Erste 11 Elemente. Wir müssen so schreiben. Einfach erstmal der Punkt Act, Klammer auf und zu, erstmal die erste Interface x muss in Weichschleife geht. So, deswegen schreiben wir x plus 1, 1 plus 1 minus 1 wird 0. Jetzt geht in Weichschleife, dann die zweite Interface ist x und Epsilon. X und Epsilon. Und so. Und dann jetzt ist wichtig. Jetzt ist wichtig. Die Summe einfach müssen wir bekommen. Okay? Dann schreiben wir x plus Epsilon. Aber ich habe am Anfang so geschrieben und wollte ich zeigen, die ist falsch. X plus 1. Jetzt kriegen wir alle die Summe die Elemente. Aber wir brauchen nur 11 Elemente. Und dann müssen wir, was müssen wir schreiben? X ist minus 1. Ich schreibe, meine Strategie ist so. Ich schreibe x jetzt, x geteilt durch 10. Die 11 Elemente. Muss kleiner als 1 wird. If so wird, dann x muss in Weichschleife kommen. X wird x plus 1. Sonst muss x plus 11 sein, nicht 0. Wenn ich hier 0 schreibe, kommt noch einmal und
addiert noch einmal alle die Elemente. Aber wenn ich schreibe x plus 11 und zum Beispiel die ersten Elemente x minus 1 geteilt durch 10 kleiner als 1 und dann wird x plus 1 minus 1 plus 1 wird 1 und geht in Weiterläufe und die ersten Elemente mit zweite, mit dritte, vierte und bis so weiter addieren, aber kommt nach zum Beispiel die 11. Elemente oder 10. Elemente. 10, ich habe hier 10 geschrieben, weil unser x von minus 1 anfängt. Und dann kommt zum Beispiel 11 oder 10 geteilt durch 10 wird 1 und dann kommt x plus 11. X plus 11 wird 10 und 10 geteilt durch 10 größer als 1 ist. Und dann addiert nicht. Die nächste wird zum Beispiel nach 10 wird 10 plus 11, 10 plus 11 plus 11 und die addiert nicht. Aber wenn wir hier schreiben x geteilt durch 10, funktioniert, x wird einmal hoch bis zum 11 und dann bleibt nur bis 11. Und zum Beispiel hier die erste wird 10. Und 10 plus 11, 21. Und 21 geteilt durch 10 ist größer als 1 und addiert nicht. Deswegen habe ich so geschrieben. Und dann jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Die 11 Elemente. 1, 2, 3 plus 2, 5, 5 plus 5, 10, 10 minus 6, 4, 7, 5 und 6. Wir müssen 6 bekommen. Ja, richtig. Und die waren unsere Aufgabe. Ich hoffe, dass ihr mittlerweile durch dieses Video auf Thema Lambda mehr beherrscht werdet. Durch Thema Lambda kann man einfach mindestens 10 Punkte in der Klausur erreichen. Deshalb, wenn ihr die Aufgabe verpasst, es wird sehr schade. Okay, am Ende, ich wünsche euch alles Gute und bleibt ihr gesund. Und bis nächstes Video.